Hallo, ich bin Nolan. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der Belgischen Universität Wuppertal und gerade mache ich mein Auslandssemester hier in Lima, Peru, an der Partneruniversität Universidad de Lima. Ich habe mich für Peru entschieden, weil ich Lateinamerika kennenlernen wollte und Peru ist halt sehr viele verschiedene Kulturen, eine sehr reiche Geschichte. Die ehemalige Hauptstadt von den Inkas befindet sich auch in Cusco, was ja auch hier ist mit Machu Picchu. Es gibt hier so viele Sachen. Ich habe mich auch für Peru entschieden, weil ich mein Spanisch verbessern wollte, was ich jetzt auch getan habe. Aber man muss kein Spanisch sprechen, um hier hinzukommen. Es gibt viele Leute, die kein Spanisch könnten am Anfang, die nehmen Kursen auf Englisch und am Ende können alle ein bisschen Spanisch. Ich mache das Video für euch, damit ihr wisst, wie es ist für Austauschstudierende hier in Lima, wie es mit der Universität funktioniert, ein bisschen von den bürokratischen Sachen, ein bisschen von den verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt, hier hinzukommen. Solltet ihr euch für Peru entscheiden, weil es halt eine sehr gute Option ist. Es gibt sehr viel zu tun hier und ich will das euch alles zeigen. Ja, also vamos. Hi, how are you? My name is Andrea. I'm the mobility coordinator here at Universidad de Lima, and in this opportunity, we would like to invite you to Peru. Here in Peru, we have different activities that you can do while you're being here. So during your free time, you can go and visit other departments from our country. You can go to the beach, you can go to the mountains, to the jungle. We have everything. Here at Universidad de Lima, we have 6 faculties, 14 degrees, and incoming students are allowed to enroll in any course at any degree. Regarding the facilities for all these students, we have a gym, we have a multipurpose field, with 3 cafeterias, auditoriums, and also we have another facility regarding all the sport. As an incoming student, you have the opportunity to not only take classes at Universidad de Lima, but also be a part of all the social activities that we have prepared for you. So you will have an orientation week. We will do a field trip where you can know more about our culture and our country. On the other hand, we prepare different activities among the semester, such as tandem program. We also have, for example, the cultural coffee, in which you are not only going to know more about our culture, but also the culture about all of the other incoming students. We will try to do our best so you can get to know more about our dances and also to try more Peruvian food, which we know it's awesome. Here at Universidad de Lima, we have different departments. One of them is the international office. This is going to be your second home while you're being at Universidad de Lima. All of our incoming students come here and they have lunch, they have classes, and pretty much it's for you. Hallo, ich bin Christina, 25 Jahre alt und studiere aktuell Wirtschaftsingenieurwesen und bin im Auslandssemester hier in Peru. Ich bin in Peru sehr beeindruckt, weil es sehr vielfältig ist. Man kann wandern gehen in den Anden, in den Dschungel nach Iquitos, und da alles miterleben oder sogar in den Oasen gehen und Sandski fahren. Es war sehr beeindruckend und in Lima gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu besichtigen. Man hat viele Trips organisiert. Genau.
Hier an der Ulima habe ich Wirtschaftsingenieursthemen, auch ganz viele Labore, also sehr vielfältig. Man hat coole Einblicke, auch mit ganz moderner Technologie wie Testo, auch ein deutsches Unternehmen. Genau. Und hier sind die Studiengänge der Universidad de Lima. Während alle Studiengänge natürlich Kursen auf Spanisch anbieten, alle Studiengänge, die was mit Wirtschaftswissenschaften zu tun haben, haben auch Kursen auf Englisch. Dazu auch Wirtschaftsingenieurwesen. Sonst ist alles auf Spanisch. Für Romanistikstudierende könnt ihr gerne Kursen aus dem Studiengang Kommunikation auswählen, sowie auch aus Studium Generalum. Hola, yo soy Gladys García, soy la profesora de costos y presupuestos en esta oportunidad que he tenido a Milán de alumno. Y bueno, te enseño otros cursos, pero la Universidad de Lima nos ofrece muchas carreras en donde podamos nosotros hacer enseñar e hacer los intercambios. Y de verdad que es un gran gusto inmenso de recibir alumnos como Nola. Y estamos muy felices, yo creo que todos, realmente de compartir, ¿no?, con estudiantes internacionales. Así que bienvenidos a nuestra Universidad de Lima, en Lima, Perú. Man fährt entweder mit dem Bus oder mit einem Taxi zur Uni hin. Der Bus kostet 25 Cent pro Fahrt für Studierende. Taxis kosten durchschnittlich weniger als 5 Euro pro Fahrt. Züge gibt es auch innerhalb von Lima. Für Reisen außerhalb Lima fährt man entweder mit dem Nachtbus, also über Nacht, oder man fliegt dahin. Und man findet regelmäßig Preise für weniger als 100 Euro, um ein Wochenende wegzufahren. Aber es ist auch sehr wichtig zu sagen, dass Reisen innerhalb Peru sehr zugänglich ist und ihr solltet das auf jeden Fall machen, weil jeder Teil von Peru ist komplett anders. Ich war im Dschungel, ich war in den Bergen, wo es Schnee gab, ich war in Bergen, wo es Palmen gab. Ich war in der Wüste, wo es nur Sand gab, ich war am Strand, ich war in der Wüste, wo es nur Steine gab. Ich empfehle es euch auf jeden Fall mit euren Freunden von der Uni zu reisen, weil das sind halt die besten Abenteuer. Hello, so my name is Amadina, I'm from France, and I went to the University of Lima during this semester. It was really interesting, not what I was thinking of when I came here. It was so much more fun, and also visiting Peru and discovering everything about the culture, the food, the delicious foods, and everything. So to sum up, yeah, the experience in Lima and Peru was just amazing, to be able to discover other people from other countries, but also the Peruvian people, to be able to experience the life of the Peruvian here, and to discover places like Iquitos, Trujillo, Villarrica, where we are actually. The ULIMA offered me an experience of a lifetime, and I will recommend to go to it because it was such an amazing thing to leave. And I must say, I don't want to leave the country because it was so nice, so great to do everything we could here. That was just amazing. Für Wohnen gibt es da viele Optionen. Die Uni hat kein Studentenwohnheim, aber sie haben halt eine Liste von Wohnheimen und private Wohnungen, die getraut sind von der Uni. Es gab auch viele Leute, die zum Beispiel Airbnb gemacht haben mit Freunden, also die Leute, die ja in einer Gruppe gegangen sind, oder sie haben das halt kurz vorher angekündigt mit anderen Menschen, die online kennengelernt haben. Es gibt auch private Wohnheime für internationale Studierende, nämlich von 2 Anbietern, die heißen Nomad Ruf und Erasmus Peru. Die sind jetzt nicht schlecht, die sind definitiv sicher und haben alles, was man braucht. Die werden aber ein bisschen teurer sein. Es gab auch Leute, die mit Familien gewohnt haben oder ganz normale WGs ausgesucht haben, und alle haben unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Also es liegt an, was du brauchst von deinem Auslandssemester. Fragen über, wo man wohnen sollte. Die Universität hilft auf jeden Fall, aber es gibt auf jeden Fall Distrikten, die vielleicht besser sind für Wohnen als andere. Vor allem, weil Stau ja ein riesiges Problem ist in Lima. Was heißt, dass
so weit weg von der Uni zu sein, kann schwierig sein, aber nicht unmöglich. Ja, sonst ist es wichtig zu wissen, dass man die Partneruni immer nach Hilfe fragen kann und sie helfen auch, bevor man wegfliegt. Und sonst, ich wünsche euch eine tolle Zeit in Peru, weil das ist wirklich super. Hola, mi nombre es Valentina Herrera, soy de Colombia, estudio en negocios internacionales y estoy de intercambio aquí en la Universidad de Lima. Elegí Perú primero por la cercanía, segundo porque me llama mucho la atención el país y la cultura, la comida claramente, conocer Machu Picchu y demás atracciones que tiene el Perú. Entonces, pues decidí entrar a esta aventura y pues desde mi experiencia puedo decir que pues tiene sus cosas positivas y negativas a la vez. Y pues siento que eso nos da una gran ventaja, no solo porque expande tu visión, sino porque también ya llegas más preparado pues a tu país de origen, pero la primera vez que es bastante duro, pero muy enriquecedor. Para todo el Perú, la princesita inolvidable Kelly.